Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 17. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Kurz und knapp, wie war deine Woche, Jens? Was gibt's Neues? Ja, moin erstmal an alle und Servus an dich. Schön, dass du mal wieder hier bist. Ich freue mich immer über deinen Besuch. Ja, was Neues gibt. Ja, es passiert gerade nicht so viel. Die Kölsche Woche läuft aus. Hatten wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Ja, angenehme Gäste und vorgestern, ganz lustig. Ich komme nachts nach Hause irgendwann um 1:30, 3. Und ich habe eine dunkle Gasse hier, hat keine Straßenbeleuchtung, hinten ist ja nichts mehr. Ist ja vorne auch ein Parkplatz und ich laufe mit meinen Hunden und knistert irgendwas. Meine Hunde laufen hin, ich gucke so und da sehe ich irgend so weiße Umrisse und ich denke mir so, was ist das denn? Gehe ein bisschen näher hin und sehe ich, da sitzt ein Mensch komplett nackt, guckt ein bisschen genauer, da sitzt ein zweiter Mensch komplett nackt mit langen Haaren nebendran. Ich so, hallo, Entschuldigung, kann ich euch helfen? Nee. Entschuldigung, ich so, nee, passt schon. Macht ruhig weiter, aber seid nicht so laut, ich wohne auf der anderen Seite. Dann waren da 2 Touristen, denke ich mal, die war gerade am Knattern. Beschäftigt, okay. Also das, was man wahrscheinlich vermutet hat. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich war da auch ein bisschen überrascht. Also passiert nicht so oft. Nicht direkt bei mir vor der Tür, die meistens weiter vorne. Da sind dann die dunkelhäutigen, netten Damen, die die Herren bedienen, hinter dem LKW. Die im Malle-Jargon genannten Klauhuren? Ja. Okay. Davon berichtet mir der Uwe ab und zu mal, weil das ist ja weiter vorne beim Parkplatz und er wohnt da hinter der Mauer auf dem Grundstück, aber direkt dort nebendran. Und wenn er pinkeln gehen muss nachts, dann hört es immer in Aktion. Ach so, weil es direkt hinter der Mauer ist. Ja, die machen das direkt auf der anderen Mauer, also 3 Meter entfernt, nur die Mauer dazwischen. Schmerzfrei. Der arme Uwe, die ganze Nacht muss er stöhnen hören. Ja, vielleicht muss er mal da ein Loch in die Wand. Ich habe ihm schon gesagt, er soll oben eine Webcam aufbauen, dann verdient er Geld damit. In Zeiten von den Möglichkeiten, die das Internet bietet. Nee, Spaß. Ist natürlich nur ein Witz. Selbstverständlich ist es Spaß. Ich denke, das ist offensichtlich. Aber okay, dann hattest du mal zumindest kurz nachts einen Hallo-Wach-Moment und ein kurzes Entertainment, aber bist dann auch zur Ruhe gekommen. Es war ähnlich wie der Besoffene, der bei mir neben dem Couch stand. Sowas kommt hier halt vor. Ja, und ansonsten, gerade zur Zeit des Wetters, wir haben es so schwül, drückend, um mal wieder aufs Wetter zu kommen, darüber redet man ja so gut wie nie. Nee, gerade voll drückend und auch voll komisch. Die sagen keinen Regen an und dann fängt es an zu regnen. Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, aber naja. Also desto länger ich hier bin, um ehrlich zu sein, kann ich immer mehr sagen, dass irgendwie der Wetterbericht oder zumindest die Apps und wo ich meine Informationen herkriege, von verschiedensten Seiten, irgendwie nie sehr zutreffend sind. Ja, ich finde es jetzt auch lustig. Also bei mir hat es gestern Nacht geregnet. Also echt eigentlich, es hat mittags schon ein bisschen getröppelt und dann abends hat es geregnet. Also mehr oder weniger Tröppelregen, also jetzt nicht richtig Regen, wie man es kennt aus Deutschland, sondern es tröpfelt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Alle 10 Minuten hat es angefangen, für ein paar Minütchen. Dann war wieder 10 Minuten Pause, 20 Minuten. Dann hat es wieder 5 Minuten, ein bisschen mehr geregnet, dann war wieder Pause. Also bei mir ja nicht in hinaus Palma. wollte, bei dir, wir haben ja geschrieben, bei dir war kein einziger Tropfen. Und jetzt war ein Kumpel von mir vorher da gewesen, aus Carayada. Da oben steckt das Auto im Schlamm fest. Da regnet es immer noch. Und bei uns ist es einfach nur schwül und ein bisschen bewölkt. Ja, schwül ist es in Palma definitiv auch und auch gewesen. Aber ja, wie du sagst, ich habe keinen Tropfen gesehen. Bei dir kein Tropfen, hier an der Playa de Palma mehr oder weniger Regen und oben in Carayada Land unter. Ja, verrückt. Kleine Insel, viel Wetter. War ja auch wirklich schon wie diese, wirklich, ich nenne es mal Flutkatastrophen da waren. In Palma hast du nur gedacht, von was redet ihr denn Hier saßt du in der Sonne und da drüben war Land unter und die Menschen sind gestorben. Ja, wirklich so. Also das war wirklich genau, es sind tatsächlich leider Leute gestorben und du dachtest dir nur so, also wenn
wenn du auch keine Bilder sehen würdest von den Schlammmassen und alles, du würdest denken, die veräppeln dich oder da dreht halt jemand einen Film oder es ist 1. April. Ja, hier auf Mallorca heißt ja auch die Insel der 7 Winde. Also ich weiß nicht, wenn du mal hier bist und ein paar Wolken sind, muss man hochgucken. Da geht echt die eine Wolke von Süden nach Norden, die andere Wolke kommt von Südosten und zieht nach Westen, so in der Richtung. Echt, die ziehen verschieden von den Luftschichten her. Das Wetter Muss ich mal drauf vorherzusagen ist achten, echt ja. komisch. Und es geht auch manchmal schnell. Durch strahlenden Sonnenschein, 5 Minuten später Platzregen, 5 Minuten später ist wieder alles vorbei. Das stimmt. Als wäre nie was gewesen. Es ist, Wettervorhersage auf Mallorca ist, glaube ich, das komplizierteste, was es gibt. Irgendwie stimmt es nie. Ja, es war jetzt wieder genug Wetter. Jetzt machen wir uns langsam auf den Weg, weil wir haben ja noch eine Verabredung in der Sugar Bar mit dem Soel. Also vor ein paar Tagen, er ist ja abgebrannt und ich habe ihm geholfen, ein bisschen beim Renovieren und so. Haben wir ja auch Abends, berichtet. wenn ich dort bin, helfe ich dann beim Abräumen, weil die jetzt ihre ganzen Möbel reinstellen, damit es nicht mehr angezündet werden kann. Und ich sitze abends da und die letzten lässt in Gang. Wir fangen an abzuräumen, kommen dann noch ein Pärchen und eine andere Frau an, so, kriegt mir noch ein Getränk? Und der Kellner sagt, ja klar, kein Problem. Weil offiziell haben die, glaube ich, bis um 3, 4 offen, aber um 2 nichts mehr los, das wird abgeräumt. Und ja, ich setze mich auf mein Plätzchen, wo ich immer sitze, so an der Seite. Meine Hunde liegen da, trinke mein Getränk. Darf ich kurz eingrätschen? Ihr kennt euch auch schon länger, ne? Du und der Sohel jetzt nicht erst seit dem Brand, also für die Leute. Ich kenne ihn eigentlich, seitdem er seinen Laden aufgemacht hat. Es war immer ein ganz netter. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der bei Goodbye Deutschland oder sowas war der dabei. Okay. Ich gucke ja nicht, okay, das habe ich mir auch gedacht. Ja und? Nee, so gar nicht, wollte ich jetzt gar nicht so rüberbringen, um das klarzustellen, aber ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil es nicht das Format ist, dass ich formuliere es mal höflich, jetzt wöchentlich anschaue. Ist bei mir ja genauso, deswegen habe ich das nicht gewusst. Damals ist ja auch egal, das ist ja auch nicht wichtig. Es war immer eine nette Kneipe, wo du schön sitzen kannst, einen richtig guten, leckeren Cocktail hast. Kennt euch halt schon länger. Ja, wir kennen uns schon länger. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, kam halt dann der junge Mann zu mir her und hallo, darf ich mich vorstellen? Und ich gucke so hoch, so, ja klar, ich bin der Julian Benz. Vielleicht kennst du mich aber vom Megapark und so. Ich so, ja, das Gesicht kam mir bekannt vor, der Name auch irgendwie. Man kann sich ja nicht jeden merken. Und du überlegst, wie viele Menschen ich jeden Tag hier treffe an der Playa. Manche bleiben mehr im Gedächtnis, manche weniger. Umso öfter man sie trifft, umso besser kann man sich merken. Wollte ich gerade sagen, ja. Und also, ich finde das voll toll hier. Ich habe dich schon öfters gesehen mit deinen Hunden und drückt mir ein bisschen Geld in die Hand. Und ich so, cool, vielen Dank. Und sitze natürlich da und überlege, der Name kommt dir bekannt vor. Das Gesicht, ich weiß nicht. Das hat doch irgendwas mit Musik zu tun oder so. Guckst du mal nach. Ich habe ja ein Handy. Googlest du kurz und ich so, Musiker, Playa de Palma. YouTube, guck und dann sehe ich, Julian Benz mit den Kreisliga-Legenden, Easy Glück und so. Ach, der ist es. Wahrscheinlich sogar den ein oder anderen Song gekannt oder schon mal gehört. Ja, klar, Ne? also als ich dann gesehen habe und gehört hatte, also ich habe da natürlich erstmal kurz reingehört. Und so, ja klar. Das hätte ich sogar gewusst. Also ich hätte gewusst, dass er einen Megapark gehört. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich fand das voll nett, dann noch zu ihm hingegangen, mich bedankt und seine Freundin und die andere sind auch gekommen, meine Hunde gestreichelt, beziehungsweise die Hunde zu denen gegangen, Leckerlis gegeben, mich ein bisschen unterhalten, natürlich Flyer von unserem Podcast gegeben und gesagt, die wollen mal reinhören, weil es klingt interessant. Ja, und deswegen ist es toll, dass die Sugar Bar wieder offen hat, weil ich gehe da gerne hin. Da ist gemütlich und man trifft immer nette Menschen und gute Musik. Bist auch dort willkommen oder fühlst dich auch dort wohl? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Also das ist so, hier ist es ja bei manchen Lokalen, wenn ich da komme mit meinen Hunden, will mich da hinsetzen, auch wenn meine Hunde draußen liegen, sagen sie, keine Hunde. Oder jetzt eine andere Kneipe, wenn ich auch nur vorbeilaufe, das ist eine halb Kneipe, halb Disco und hat halt vorne die ganze Front offen und ist hier auch bekannt, spielt viel Schlager und da gehen auch viele von den Leuten, die ich kenne, hier hin. Und selbst wenn ich auf dem Gehweg stehe mit meinen Hunden, ich will ja gar nicht rein, ich laufe vorbei und da kommen halt Freunde, hey Jens, wie geht's dir, willst du ein Bierchen? Und ich so,
klar, warum nicht? Ich bleib draußen auf dem Gehweg stehen. Früher war es sowieso besser, weil du rauchen kannst. Also für alle, die das jetzt nicht so aus Erfahrung kennen, man kann drinnen als Gast sitzen und kann quasi draußen beim Vorbeilaufen sich mit den Gästen unterhalten. Ja, so in die Richtung ist es auch. Das ist ja kein Problem. Ich werde ja von den Gästen angesprochen. Die kennen mich ja auch viele. Weißt du, das ist eine ganze Gruppe mit 10 Leuten. Hey Jens, Tequila, Brandy, streicheln die. Und dann kommt der Chef an, beziehungsweise schickt den Security. Hier keine Hunde, hier keine Hunde. Ich so, Alter, ich bin draußen auf dem Gehweg. Plaza Publica, öffentlicher Platz. Nein, das wollen wir nicht, geh hier weg. Ja, Ich die finde es Message dann, verstehst du, ja, ne? Ja, ich das sag ist dann, es, ja, ja. okay, dann gebe ich halt mein Geld auch anders aus. Beziehungsweise ich sag dann, ich muss gehen, die wollen das nicht. Und ich so, was? Und denken die sich auch, da gehe ich nicht mehr Genau, hin. denke ich mir Also auch. das ist eigentlich schlechte Werbung für ihn. Absolut. Weil ich mache ja nichts Böses. Nee, sie Und sehen sagen- ja auch, die dass du sagen die ja, nicht komm her. anbettelst und alles. Genau, ganz und ich trinke ja dann ein Bier, rede mit denen und dann laufe ich weiter. Ja, ist kompliziert. Nochmal, genau deswegen machen wir Schubladendenken. diesen Podcast. Also er wird auch nach 16 Folgen noch nicht unnötig. Und ich glaube, wenn wir eine Null dranhängen, haben wir auch noch zu tun. Packen wir zusammen oder ich packe das Zeug zusammen und dann machen wir uns mal auf Ja. den Weg Ein lecker Cocktail trinken. in die Chuckerbar. Ja, der hat nämlich ganz gute alkoholfreie Cocktails. Du trinkst ja nicht so viel Alkohol. Ich fühle mich angesprochen. Genau, also sie sollen richtig lecker. Ich habe auch mal einen probiert, der war richtig. Auf geht's. Mein Mhm. Mund wird wässerig. Ja, ich freue mich auch. So, und jetzt sind wir auch, wie eben bereits angekündigt, in der Chuckerbar angekommen. Und ich sitze auch jetzt hier mit dem Soel zusammen. Ich bedanke mich erstmal auch jetzt schon, dass das an dieser Stelle geklappt hat. Heiße dich herzlich willkommen in unserem Podcast und würde dich einfach mal bitten, dich unseren Zuhörern kurz vorzustellen. Ja, freut mich, dass ich da sein darf bei euch. Mein Name ist Soel. Ich bin 2019 damals ausgewandert mit Goodbye Deutschland und Vox. Bin auf die Insel gekommen, habe hier die Chuckerbar an der Playa de Palma eröffnet, zwischen der Schinkenstraße und der Bierstraße im ehemaligen Rio Center, wo das Rio Palace war. Also jetzt heißt es immer noch Rio Center. Und ja, wir sind der einzige Laden, der hier noch Leben reinbringt in die alten Gebäude des Rio Palaces damals. Wir sind da drüber auf der Terrasse. Und ja, zu meiner Person. Ich bin 35 Jahre alt, bin in der 4. Saison mittlerweile hier angekommen und freue mich, dass ich hier sein darf bei euch und bin bereit, einige Fragen zu beantworten. Auch da freue ich mich drauf. Ist auch wirklich eine schöne Location und unsere Zuhörer haben ja auch bei uns über die Instagram-Seite so ein bisschen und auch über die Podcast-Folge 14 war das, glaube ich, mitbekommen, dass es bei euch zumindest gebrannt hat, formulieren wir das mal so. Und jetzt habt ihr mittlerweile aber die Terrasse auch schon wieder wunderschön, wie ich finde, habe ich dir auch schon gesagt, hergerichtet. Der Feinschliff, die Akzente, ja, und die Details fehlen dir noch, hast du mir verraten. Ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das sehr schön geworden ist, um ehrlich zu sein. Vielen Dank. Und ja, ich meine, das ist ja auch immer so ein Erlebnis, was ich auch als Selbstständiger auch damals in Deutschland mit Läden nachvollziehen kann. Steht man erstmal ein bisschen doof da, ne? Wenn man morgens oder mitten in der Nacht quasi die Message kriegt, hey, dein Laden brennt gerade ab. Ja, natürlich, als Selbstständiger oder generell als Mensch ist das, glaube ich, die allerschlimmste Situation, die ich erleben durfte. Das wünsche ich noch nicht mal meinem Feind. Und ja, bin morgens wach geworden um 11 habe ich dann die Nachricht von meinem Vermieter auf meinem Handy gelesen, dass mein Laden abgebrannt sei und ich doch bitte ganz schnell hinfahren soll und gucken soll, was da los ist. Ne? Mein Vermieter ist 85 Jahre alt, hat Altersdemenz, der ruft mich eigentlich nie an. Allerdings wusste ich, dass es schon ernst ist, wenn er das sagt. Ne? Natürlich mit Brand und so ist ja auch nicht zu scherzen. Dann habe ich im ersten Moment festgestellt, dass die Videokameras nicht mehr funktionieren im Laden. Dann war bei mir schon klar, dass auf jeden Fall was Heftiges passiert ist. Somit bin ich dann ganz schnell ins Bad, habe mich angezogen, ganz schnell, bin in Latschen, kurzer Hose, losgesprintet zum Auto, runter in die Tiefgarage, ins Rio Center. Und dann, als ich die Tür von der Tiefgarage aufgemacht habe, kam mir schon der Geruch von Brand, verkohlten Plastik, verkohlten Holz entgegen. Und ich bin dann schon vom Allerschlimmsten ausgegangen. Oben angekommen hat sich mir erstmal das Bild ergeben, wie heftig das Ganze ist. Das Gesamtbild war wirklich eine Katastrophe. Ne? Das bestätigen auch die Bilder, ja. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es mir in dem Moment so richtig ging, weil ich war einfach total unter Schock. Und des Weiteren muss man dann natürlich versuchen, die Fassung zu halten und die Fassung zu bewahren, vor allem ruhig zu bleiben und erstmal eine Analyse zu machen,
was ist passiert, was ist geschehen, man muss es verarbeiten und dann die nächsten Steps dann sich setzen und dann die To-Do-List sich machen und dann langsam wieder voran. Genau, da kommt man ja nicht drum rum. Ne? Man muss Ja. direkt nach vorne schauen und muss halt einfach wieder auch Pläne machen, wie es jetzt weitergeht. Gerade in der Hauptsaison natürlich ist es das Größte und das Schlimmste, was einem Selbstständigen hier in der Playa passieren kann. Wenn man mit dem Tourismus zu tun hat, ist das natürlich ein K.O.-Schlag im ersten Moment. Aber gut, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein Stehaufmännchen bin und es nicht immer einfach in meinem Leben hatte. Und dementsprechend war für mich ganz klar, wir setzen den Kopf jetzt nicht in den Sand. Ich habe ein tolles Team und ich möchte die enttäuschten Gesichter nicht noch länger sehen. Und wir werden das Ganze ganz schnell wieder nach oben bringen. Abgesehen von den Kunden und den Stammkunden, die du auch wirklich schon hast, die das auch bei ihrem jährlichen Urlaub hier vielleicht an der Playa schon eingeplant genau. haben, ne? Die schönen Abende. Richtig, das war natürlich auch ein Grund, wieso die Motivation bei mir auf 300% war. Mich haben, glaube ich, am ersten Tag, wo ich dann den ersten Post gemacht habe, 700 Nachrichten erreicht über Instagram und die Anteilnahme war einfach enorm. Ich bin zutiefst gerührt gewesen, motiviert gewesen, als ich das alles gelesen habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie viele gute Menschen es doch auf dieser Welt gibt und wie das die Leute doch irgendwie berührt. Ne? Und dementsprechend habe ich dann einfach die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt und dann haben wir dann angefangen, gewartet, bis der Gutachter, dann waren wir erstmal bei der Versicherung, dann hat die Versicherungsfrau von der AXA gesagt, pass auf, wir sollen warten, bis der Gutachter kommt. Der Gutachter entscheidet, wann wir dann aufräumen dürfen. Das kann sich aber hinziehen. Davor die Woche war der Sturm hier auf Mallorca, dementsprechend mussten wir warten. Weil die einiges zu tun hatten. Ne? Ja. Eben. Die hatten natürlich auch die Hände voll. Aber durch mein Durchsetzungsvermögen da bei der Chefin hatte ich dann tatsächlich 2 Tage später schon direkt den Gutachter hier. Und dann mussten wir insgesamt 5 Tage noch mal warten. Insgesamt, bis der zweite Gutachter, die Polizei, die hier vorbei war, hier fertig war und dann am Ende auch Brandstiftung ermittelt hat. Also hier wurde Brandbeschleuniger benutzt auf der Terrasse, wurde Brandbeschleuniger verwendet. Dann wurden uns im Nachhinein beim Aufräumen ist uns dann klar geworden, dass uns auch noch die Scheiben eingeschlagen wurden und Bengalos reingeschmissen wurden. Also das sollte eigentlich eine Komplettzerstörung sein. Also ihr könnt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber das höre auch ich natürlich zum ersten Mal. Bin baff. Ja. Das ist auch alles so eine Sache gewesen. Da habe ich dann nach einer Woche ungefähr dann den zweiten Kloß im Hals gehabt und mir blieb wirklich die Luft weg, weil mir dann einfach bewusst war, dass einfach jemand komplett uns zerstören wollte und von der Playa weghaben wollte. Wir hatten halt Glück, Glück im Unglück, dass der Brandbeschleuniger, da konnte man natürlich nichts machen, der hat dann natürlich alles zerstört. Ne, insgesamt haben wir da einen Warenwert von insgesamt 15.000 Euro auf der Terrasse, der ist kaputt gegangen. Wir hatten ja teure Salitos-Bestuhlungen, da hat ja ein Stuhl, 4 Stühle und ein Tisch 1.200 Euro gekostet. Da er wahrscheinlich auch allen Witterungsbedingungen normalerweise standhält, wenn halt nicht gerade jemand Feuer legt. Ne? Richtig, genau, das waren so Outside-Möbel, ne, für Outdoor. Und dann war natürlich der Schock doppelt so groß, dass sie dann noch Bengalos reingeschmissen haben. Dementsprechend waren wir doppelt happy. Dann das, was da drinnen dann doch nicht angezündet, also es ist angegangen, aber das Feuer ist nicht übergegangen. Und an den Bildern kann man auch sehen, dass da nicht viel gefehlt hat. Ne? Alle Scheiben sind hier geplatzt im Rio Center an der Frontseite. Nicht nur bei mir, sondern in der ersten und in der zweiten Etage über mir sind alle geplatzt. Das Feuer war 20 Meter in der Höhe und der Dachstuhl ist komplett verbrannt. Das muss alles, also der Sachschaden hier generell beläuft sich auf 60.000 Euro. Und es ist einfach... Und trotzdem noch Glück im Unglück, um ehrlich zu sein. Ja, Glück im Unglück, das hätte noch viel, viel schlimmer werden können. Wäre die Feuerwehr nicht so schnell da gewesen. Ne? Und der Sicherheitsmann hat um 4.10 Uhr das letzte Mal hier seine Runde gedreht. 5.15 Uhr, als er gekommen ist, war die Feuerwehr schon am Löschen. Ne? Das war echt Glück. Ja. Und wir haben echt Glück gehabt im Unglück, dass es halt nicht noch schlimmer geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, der Schock sitzt natürlich tief. Und wir haben jetzt glücklicherweise nach der Freigabe vom Gutachter dann in 6 Tagen mit 8 Mann den Laden von 0 auf 100 wieder belebt. Ne? Neue Fliesen gelegt, neues Sitzmobiliar, hat mir glücklicherweise das Miles von Calamior, also der Marc und die Lisha aus Calamior, die sind auch mal bei den Auswanderern gewesen, die betreiben das Miles in Calamior, die haben mir ihre Sitzbestuhlung erstmal gestellt
Und werden sie mir wahrscheinlich auch verkaufen, wenn ich Glück habe. Und Unbekannterweise Hut ab, weil genau sowas braucht man ja in so einem Moment. Gute Unkomplizierte, Freunde. unbürokratische, schnelle Hilfe. Ne? Ganz genau, gute Freunde, die einfach in dem Moment dann auch nicht lange reden, sondern sagen, hey, pass auf, komm, ich helfe dir. Ne? Und das hat dann gut funktioniert. Somit hatten wir trotzdem natürlich noch sehr viel auf unserer To-Do-List zu tun, um das Ganze dann wieder zu beleben. War auch sehr teuer, bevor jetzt die Versicherung das Ganze jetzt bezahlen kann. Ich bin versichert. Natürlich dauert das alles natürlich seine Zeit, aber ich wollte keine Mühe und ich vorfinanziere das Ganze, damit wir erstmal wieder starten können. Ne, und der ganze Spaß bis jetzt hat mich schon 20.000 Euro gekostet. Ne? Und Verdienstausfall wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist natürlich auch sehr enorm gewesen. Ne, wenn man mal rechnet, so 13 Tage war der Laden zu. Ne? Und bei den Umsätzen, die ich sonst in der Hauptsaison fahre, ist es natürlich Rechnen wir besser nicht, ja. Es ist natürlich eine ganze große Summe, die da fehlt. Ne? Absolut, ja. Zu den Ausgaben natürlich, wie gesagt, noch und alles. Aber auch da, wie man gesagt, ne, man kann mal hinfallen, auch wenn das jetzt in dem Sein kein Hinfallen war, sondern ein geschubst werden mit Beinchen stellen. Aber man muss auch wieder aufstehen und dementsprechend Hut ab, dass du das auch so siehst und so machst. Da kann man, denke ich, von dem Mindset auch sich einiges ein bisschen abschauen. Und ja, ist ein dummer Spruch, aber den Neid muss man sich auch erstmal erarbeiten, ja? Dass sich jemand die Mühe macht und das Risiko eingeht. Auch wenn dir das nichts bringt, wird es zumindest irgendwie was noch sein, wo du dich vielleicht drüber ein bisschen hochziehen kannst, dass du deine Arbeit scheinbar anständig hier gemacht hast, weil ansonsten wird sich keiner für dich interessieren. Ja, das ist leider wahr. Erstmal vielen Dank. Ja, so kann man das auch auf jeden Fall sehen. Und ja, bei der Terrasse ist es jetzt so gewesen, dass natürlich die ganzen Fliesen sind alle aufgeplatzt, wodurch den Brandbeschleuniger waren alle kaputt, unbrauchbar. Dementsprechend war ich gezwungen, alle Fliesen rauszukloppen und zu ersetzen. Das ist eigentlich von der Comunidad, also von dem Rio Center ist das eigentlich die Sache. Die müssen das eigentlich tragen finanziell. Und bis das hin und her geklärt ist, wer was zahlt, bin ich dann in Vorkasse gegangen und habe das Ganze dann erstmal vorfinanziert. Das hat mich allein die Fliesen und die Terrasse haben mich 4.000 Euro gekostet. Ne? In 3 Tagen wurde das dann gefliest. Ist aber akkurat geworden, ich finde es schöner. Absolut, das habe ich dir schon gesagt. Sehr, sehr schön. Habe aber jetzt einen Anruf noch bekommen von der Kommunität, wo sie mir sagen, pass auf, die Farbe gefällt dir nicht. Ne? Das hätten sie gerne selber ausgesucht, aber na gut, von 1978, glaube ich, so lange gibt es das Rio Center. Du nicht mehr, ne? Diese Fliesen gibt es A nicht mehr und B sollen sie froh sein, dass es hier wieder schön aussieht. Und ist auf jeden Fall besser aus, sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Absolut, ich habe es mir aber schon gedacht und hätte es wirklich als Späßchen noch angehakt. Du rechnest wahrscheinlich als vorausschauender Unternehmer auch damit, dass sie um die Ecke kommen und sagen, fahren wir nicht oder Auflagen sind andere, muss noch mal raus. Aber Klar. Trotzdem ergreifst du die Initiative, weil eben das nun mal auch dein Inhalt ist, ja, um überhaupt irgendwelche Umsätze machen zu können. Ganz genau, na klar. Ne? Ich denke dann auch wie ein Unternehmer und denke mir dann, bevor die sich rumprügeln da für 4 Mille. Und du derzeit da rumsitzt und nichts Und der Laden zu ist, meine Mitarbeiter und Sozialversicherungssteuer bezahlen muss, noch weiter dann die Miete und Steuerberater und. Ja. Bezeichne ich das mal vor und wenn sie es zahlen, ist schön, wenn sie es nicht zahlen, ist auch egal. Ja. Immer nach vorne schauen, Leute, ziehen wir das mal als so kleine Message da raus. Ja, und dann würde ich auch noch mal zu der Aufräumaktion der Terrasse kommen. So ein bisschen bleiben wir da ja auch noch dann bei dem Brandthema. Jens, habe ich mitbekommen, hat dir da, glaube ich, auch geholfen, ein bisschen Ordnung zu machen. Also ich glaube, er war bei dem Aufräumtrupp auch Mitglied des Teams. Tatsächlich war der liebe Jens gar nicht von meiner Seite aus eingeplant. Ich wollte ihm das gar nicht antun, weil ich weiß, er hat auch nicht so das einfache Leben hier auf Mallorca. Umso überraschter war ich, dass er morgens direkt um 9 Uhr mit einer der ersten war, der direkt umgezogen, hier bei uns im Chuka stand, in Arbeitsmontur. Er hat auch Vorkehrungen getroffen, indem er seine geliebten Hunde extra versorgt hat und zu Hause gelassen hat, um dann da zu sein. Das hat mich natürlich schweren Herzens richtig gerührt und ich war wirklich sehr positiv überrascht und irgendwo hat es mich aber dann wieder in meiner Wahrnehmung gegenüber Jens, was ich von ihm kenne, auch einfach nur bestätigt, weil er einfach ein geiler Mensch ist. Ne? Absolut, also kann ich auch nur so bestätigen, aber deswegen erzählen wir, Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, die Geschichten, weil Jens erzählt es nicht und man bekommt es sonst auch nicht mit. Und Ganz auch was genau. hinten dran ja schon gesagt wurde, dass er sagte, hey, wir müssen da gucken, ob das klappt, weil wir eigentlich, Dienstag war das, glaube ich, gell? Ja. Da hätten wir eine Aufnahme noch geplant gehabt und da hat er mir schon vorher gesagt, hey, ich muss gucken, wie ich da wegkomme, weil so er ist ein Freund und ich helfe ihm da morgen aufräumen. Cool. Fertig, ja.
Cooler Typ, ja. Der ist auf jeden Fall hier am Start gewesen, hat auch angepackt. Und ja, hat Vollgas gegeben. Wir haben dann zusammengearbeitet hier. Ich bin ihm auch total dankbar. Er gehört auch mit zur Familie hier bei uns. Und ja, er sagt ja immer zu mir so, ey, die Chuka-Bar ist mein Wohnzimmer. Und dementsprechend verhält er sich natürlich auch hier, ne, wenn hat er seinen Stammplatz, setzt sich hin, haben die Hunde schon ihren Plätzchen. Und ja, das Sitzkissen von Salitos wird dann auch zum Hundebett. Habe ich aber auch kein Problem mit, er hat sein eigenes mittlerweile. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass er da war und so geholfen hat und dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und ich weiß gar nicht, wie wir uns am Anfang kennengelernt haben. Das war natürlich auch so eine verrückte Geschichte. Ich habe hier aufgemacht, da ist hier ein, zwei Mal reinspaziert. Da hat er gefragt, darf ich mich mal mit deinen Hunden hinsetzen? Habe ich gesagt, ja klar, kannst du machen. Und ja, dann ist er zu einem unserer Stammgäste geworden. Ja, und von der ersten Saison an ist er jetzt schon hier am Start. Und ja, wir wollen ihn auch nicht missen, weil wir haben immer viel Spaß, wir lachen immer viel. Die Abende sind immer sehr witzig. Und der schließt eigentlich gefühlt mit mir jeden Abend den Laden ab. Ja, also Hut ab und das haben wir auch schon jetzt bei einem anderen Interview, in dem Fall war es, kann man ja ruhig nochmal erwähnen, die Gerlinde Weininger erwähnt, dass ich die Geschichten und nicht nur ich die kenne, sondern auch unsere Zuhörer, dass das ja nicht selbstverständlich ist, dass Leute, nennen wir es mal, Obdachlose in ihren Lokalitäten, Restaurants, Bars willkommen heißen. Ja? Und das ist dann jetzt auch sowas, was ich mir dann wirklich so ein bisschen als Aufgabe genommen habe, was ich loswerden möchte, also in dem Fall auch an dich. Erstmal Respekt und Danke steht mir nicht zuzusagen, aber Respekt, dass ihr auch wie die Gerlinde das dann so macht und da auch vielleicht ein bisschen mal. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Kunde vielleicht drin dann auch mal sagt, wenn er an der Bar bezahlen will oder noch einen bestellt, was ist denn das eigentlich für einer oder so, ja? Also das ist ja auch für einen Unternehmer aus der Perspektive nicht immer so ganz einfach, da seinen Prinzipien oder seinem eigenen Rückgrat treu zu bleiben, sagen wir es mal so. Ja, na klar, aber ja, ich habe das Chuka damals auch aufgemacht, nach wie vor. Wir haben hier wirklich überhaupt keine Einschränkungen, null. Bei mir sind Schwule, Lesben, Transleute, egal wer, alle sind herzlich willkommen, von egal welche Religion, Hautfarbe. Wir sind ein internationaler Laden, wir spielen internationale Musik. Wir stehen wirklich für Liebe, Freiheit und Cocktails und Spaß. Also wer Bock hat, ist hier herzlich willkommen und der braucht sich nicht fühlen, dass er ausgegrenzt ist oder jetzt ein schlechterer Mensch ist, weil er andere Klamottenteile anhat als wer anders. Und das ist letztendlich nicht nur überall eigentlich auf der Welt unbezahlbar, sondern auch speziell hier. Und vor allem, das ist ja auch ein Punkt, wie das Ganze jetzt zustande kam, für Jens auch ein wichtiger Punkt und ein ganz toller Punkt, dass er weiß, hier ist er willkommen, hier kann er abends auch mal vorbeischauen, ja, und wird nicht mit einem schiefen Blick angeschaut und kann hier einfach ein bisschen auch seine Zeit verbringen. Und was ich auch noch mal erwähnen möchte, sollte das natürlich falsch sein, kannst du das gerne jetzt auch hier gerade stellen. Aber das, um einfach dieses Schubladendenken noch mal ein bisschen aufzubrechen, auch im Großen und Ganzen bezahlt ja auch Jens bei dir seine Cocktails, meines Wissens. Ja? Also es ist ja nicht, dass das so zustande kommt, dass du ihn da irgendwie mal einlädst. Und das ist dann der Grund, dass er ich nenne es mal so, das harte Wort, Schmarotzer dann immer um die Ecke kommt, weil er weiß oder denkt, hey, da kriege ich ja einen Cocktail umsonst. Nee, der Jens bezahlt immer ordentlich seine Getränke. Natürlich hin und wieder. Hin und wieder kriegt er mal von mir einen ausgegeben oder auch mal zwei. Aber es gibt auch wirklich längere Zeiten, wo der halt ganz normal bezahlt, wie jeder Kunde auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt den extra Bonus bei uns hat oder sonst irgendwas. Ne? Natürlich mal hier einen Schnaps, da einen Schnaps. Kriegt aber auch jeder andere Stammgast bei mir. Ne? Genau. Nee, absolut verstehe ich. Also nicht, dass das auch jetzt zu Hause falsch rüberkommt. Ich möchte das einfach nur noch mal betonen, dass man das einfach auch differenzieren sollte, so wie das auch schon mehrfach bei uns im Podcast gefallen ist, dass Leute aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten man eigentlich gleich behandeln sollte, wenn es keinerlei Anlass gibt, diese anders zu behandeln. Ja. Im Gegenteil sogar, der Jens ist da so cool drauf, der kommt so hier um die Ecke, bringt noch zwei Leute mit, die lädt er auch noch ein. Das ist Jens. Ja. Und verlässlich und macht noch Werbung permanent, ja, und weil er zufrieden ja auch ist. Also ja, ist ja nichts der fühlt sich ja wohl hier, ne? Genau, ist ja aber bei mir genauso. Wenn mich jemand fragt, ey, wo gibt's eine geile Pizza, dann sage ich ihm auch direkt, hey, da und da, ne? Aber du weißt, auch das ist heute unbezahlbar, weil im Konkurrenzdenken schränken wir es einfach mal auf dieses Wort ein, dann doch, finde ich, auch hier an der Playa dann manchmal ein bisschen ausgeprägter ist als, ja, auch einfach, ich meine, ihr bietet keine Pizza an, ne? Also warum solltest du ihm da nicht eine Pizza empfehlen, wenn du eine gute kennst? Eben. Ja, leider Gottes müssen die Menschen noch, glaube ich, viel lernen. Lieber miteinander als gegeneinander. Und auch als mir die ganze Geschichte hier passiert ist mit dem Laden, Brand und alles,
hat man natürlich nur zwei Optionen. Ne? Man kann das Ganze als diesen Rückschlag dann irgendwie auch als Vorschlag sehen. Ne? Kann man dann sagen, pass auf, ey komm, der Vorschlag ist dann einfach, das alles ein bisschen anders zu machen. Nochmal ein bisschen schöner zu machen, nochmal ein bisschen sicherer zu machen. Ne? Weil, na klar, hatte ich halt auch ein bisschen Pech. Derjenige, der den Laden in Brand gesetzt hat, der hat natürlich die Kameras beschädigt, geklaut, kaputt gemacht, hochgedreht. Dementsprechend sind die Ermittlungsarbeiten immer noch wirklich in vollen Gange und es ist halt schwierig, jetzt einen Täter zu ermitteln. Ne? Natürlich sind noch viele offene Sachen, wo die Polizei jetzt noch weiter ermittelt, aber das wird sich in den nächsten Momenten zeigen. Ne? Ich bin einfach nur mega glücklich und stolz, dass wir wieder da sind, wo wir sein wollen. Geöffnet für unsere Gäste, für unsere Chuka-Family und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass uns zahlreich die Besucher noch besuchen kommen und ja, ich freue mich auf viele weitere Jahre hier an der Playa de Palma. Ja, auch eben hast du ein schönes Schlusswort gesagt, dass man letztendlich auch einfach sich da so ein bisschen treu bleiben soll, wenn man die Sachen auch mal anders sieht wie andere und dass ja einfach immer alles auch selbst entscheiden kann, wie man mit den Sachen umgeht und Rückgrat unbezahlbar ist. Ihr hört ja die ganze Zeit, denke ich mal, zumindest im Hintergrund schon leise die Musik. Wir sind also in der Chuka Bar, die ist voll, die Leute trinken ihre Cocktails, haben Spaß und dementsprechend halte ich Soel auch die ganze Zeit von der Arbeit ab, was ich jetzt damit beenden werde. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Sehr gerne. Ja, auch für die offenen Worte. Ich empfehle das auch von meiner Seite nochmal. Ihr kennt das auch. Wir verlinken natürlich Instagram und was wir alles von dir finden. Einen Song habe ich übrigens festgestellt, habt ihr auch. Ja? Ich war eben zu langsam zum Aufnehmen, aber vielleicht wird der ja gleich nochmal gespielt. Ja, und das verlinken wir alles für euch. Schaut auch mal rein und schaut auch gerne mal, wenn ihr einen klasse Cocktail trinken wollt. Auch übrigens alkoholfrei, den habe ich nämlich gerade probiert. In der Chuka Bar vorbei, an der Playa. Soel, vielen lieben Dank dir. Ich danke euch, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Mach weiter so. Dankeschön. Und das bedeutet, wir sind auch am Ende dieser Folge angelangt. Diese Woche ohne Rückblicke, nächste Woche dann wieder mit und dann geht es auch spannend weiter. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei Soel, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, und wie ihr das so kennt, geht dann das letzte Wort an Jens. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Folgt uns auch gerne auf Instagram, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört. Möchte ich auch nochmal erwähnen. Wir freuen uns auch immer über eine Bewertung irgendwo und natürlich über euer Feedback. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Hasta luego. Ja, dann danke ich erstmal dir für deinen Besuch hier. War super nett, dass du da warst. Ey, beim Soel war voll cool mit dem Cocktail. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und dann sage ich an alle lieber draußen, tschüss, lieben Gestrandeten, bis dann. Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.